ich muss jetzt abbrechen, weil ich so viel Schmerzen habe und ich nicht ruhig schlafen kann in der Nacht. 2 haue ich mir jetzt halt so viel Bärlauch rein, bis ich den Durchfall des Todes habe. Prost! Ich habe nicht gedacht, dass ich bei der Challenge Bier trinken werde. 3 der besten Survival-Schulen Deutschlands treten gegeneinander an. Sie haben nur 24 Stunden Zeit, um ihre Zweierteams auf das Überleben vorzubereiten. Danach werden die Teilnehmer ausgesetzt. Mit nur 10 Gegenständen, ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne Coach. 5 Tage kämpfen sie ums Überleben und um einen Jackpot von 1.000 €, der für einen guten Zweck eingesetzt wird. Aussitzen ist nicht. Jeden Tag erwarten sie neue Herausforderungen. In den Challenges können sie Tokens gewinnen oder verlieren. Und mit jedem Tag müssen sie Ausrüstung abgeben. Nur wer es als Team am 6. Tag zum Evakuierungspunkt schafft, ist ein echter Survivor und gewinnt den gesamten Jackpot. Back to Survival. Ach, guckt euch das an. Das ist doch mal schön hier, oder? Sonne geht auf, die kriegen wir auch nachher noch ein bisschen. Jetzt machen wir erstmal ein Feuer an. Steffi geht jetzt mal in den Briefkasten, guckt mal, ob da irgendwas drin ist. Und ich mache in der Zeit jetzt mal Feuer. Ich glaube, ich merke langsam den Defizit schon. Ich habe so leichte, ich weiß nicht Schwindelanfälle, aber ich merke halt schon, dass einem schneller die Puste ausgeht. Gerade merke ich tatsächlich, dass ich Hunger habe. Und da muss ich jetzt ein bisschen gegen ankämpfen. Das kriege ich schon hin. 2 haue ich mir jetzt halt so viel Bärlauch rein, bis ich den Durchfall des Todes habe. Also auf dem Weg zum Briefkasten schon wieder eine Mörderqual, weil es auch echt, wir gehen einfach nur und es ist wirklich nur so ganz leicht schräg und bergauf und es ist einfach so asozial anstrengend. Also so Strecke gehen finde ich ist gar nicht stressig, aber sobald du Höhenunterschied ausgleichen musst, Ja. das ist krass. Atmung gleich richtig am Schnaufen. Oh, und das in der Früh, hey. Ihr hättet den Briefkasten ruhig ein bisschen bergab bauen können. Wobei, dann hätten wir hochgehen müssen, wenn wir wieder zurückgehen. Egal. Trotzdem scheiß Idee. So, hier einmal die Box und Finger weg von anderen Briefkästen. Hoppala. Upsi. Upsi. Es war nur ein Spaß. Ich hoffe, wir kriegen keine Strafpunkte. So, jetzt werden wir unsere Nachricht lesen. Ja, ich bin mega sehr gespannt. Steffi war sie holen. Steffi liest sie vor. Sag an, was ist Sache? Ja. Tag 2, Challenge. Stellt einen Wasserbehälter mit mindestens 1 Liter Volumen her und hinterlegt diesen bis spätestens Sonnenuntergang beim Briefkasten. Er wird von der Orga auf seine Wasserdichtigkeit über Nacht getestet. Verliert er Wasser oder fast weniger als 1 Liter, werden euch Tokens abgezogen. Kümmert euch außerdem ausgiebig um die 4 Prioritäten. Schutz, Feuer, Wasser, Nahrung. Seid kreativ. Ja, die 4 Prioritäten haben wir. Ja, check. Also würde ich auch sagen. Habe ich auch gerade eben schon gesagt, ne, dass wir uns da nochmal drum kümmern. Shelter ein bisschen umbauen, Feuerholz sammeln. Wasser runtergehen müssen wir holen. Und unten werden wir dann wieder anständig Bärlauch sammeln. Steffi hat ja auch gerade schon ein bisschen was mitgebracht hier. Aber 1 Liter Wasserbehälter. Müssen wir uns gleich Gedanken machen. Das ist spannend. Da müssen wir drüber nachdenken, was wir da machen, wie wir das machen. Aber 1 Liter Wasserbehälter ist schon spannend. Wo ich mir hier so das potenzielle Material angucke für die Challenge heute, für das Gefäß. Also hier rechts neben mir liegt immer noch die Birke. Aber jetzt habe ich sowas hier gefunden. Wir dürfen ja kreativ sein. Was wäre denn, wenn wir einfach sowas aushöhlen als lange Schale
Es muss halt nur groß genug und tief genug sein, dass da 1 Liter reingeht. Aber theoretisch müsste sowas doch auch gehen. Wir dürfen ja kreativ sein. Gefäß muss ja nicht rund sein oder viereckig oder schalenförmig. Also es wäre dann eine langgezogene Schale. Einmal das hier. Also das hier hat mich auf die Idee gebracht. Und das hier sieht doch auch gut aus. So schalenmäßig. Muss ich gleich mit dem Danny vorschlagen. Das wäre vielleicht sonst auch noch eine Idee, wenn wir es mit der Birkenrinne nicht hinkriegen. Einfach so eine langgezogene Schale nehmen. Ich muss echt Kraft sparen und Energie sparen, weil das von gestern, die Nacht, die packe ich nicht. Die packe ich nicht nochmal. Das ist viel zu anstrengend. Und mir geht es auch zwar heute wieder gut und auch nach wie vor kein Hunger, kein Drang. Auch trinken ist in Ordnung. Ich habe zwar heute in der Früh leichte Kopfschmerzen gehabt, die sind jetzt wieder weg, aber mir geht es trotzdem einfach körperlich jetzt nicht so, dass ich hier jetzt halt die nächsten 4 Stunden am Shelter bauen kann ohne Pause, sondern ganz im Gegenteil, so wie ich gestern schon gesagt habe, wir werden heute definitiv 2, 3 Gänge zurückschalten. Ich merke einfach, dass ich meinem Körper zu viel zugemutet habe und ich will ja, wie gesagt, lieber die 5 Tage packen, als wie jetzt hier Gas geben und vielleicht ein cooles Shelter hinbauen und dann aber ab Tag 3 oder ich meine, ist ja eh schon morgen, und dann morgen Abend irgendwie sagen, ja, ich muss jetzt abbrechen, weil ich so viel Schmerzen habe und ich nicht ruhig schlafen kann in der Nacht. Genau. Und deswegen wird jetzt hier auf Sparflamme gearbeitet, also quasi so wie bei der Stadt. Boah, ist das eine Scheiße. Echt. Es ist mega heiß. Ich bin hier in der vollen Sonne, immer noch mit dieser Birke beschäftigt. Ich habe jetzt hier versucht, die Rinde abzumachen in einem Stück. Das funktioniert gar nicht. Wie soll man das denn eigentlich machen? Wie funktioniert das? Das sind hier alles Einzelteile, die ich hergestellt habe. Keine Ahnung. Ich habe das im Viereck auf der Birke erstmal eingezeichnet mit meinem Messer. Dann versucht da drunter zu kommen. Ich weiß nicht, wie ich das machen kann, dass ich ein großes Stück Rinde abziehen kann. Oder vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Vielleicht kann man aus denen irgendwas basteln. Ich weiß es nicht. Oh, diese Challenge. Aber es nützt ja nichts. Wir wollen ja alles geben und keine Token verlieren heute. Mal gucken, wie kreativ der Danny dann ist. Ob er mir dann irgendwie helfen kann. Wenn ich hier diese Rinden anschleppe. Da ist unser kleiner Wasserfall. Ich sag's euch, das ist eine Arbeit, Wasser zu beschaffen. Und damit ist das unser wichtigstes Gut, was wir haben. Ja, definitiv. Aber richtig geiles Wasser ist das, ja? Premium. Der Manu kümmert sich jetzt um unsere Challenge. Wir haben ja noch das Tarp gehabt in dem Busch, wo wir gefunden haben. Und wir werden jetzt schauen, ob wir das vielleicht wenigstens mit dem Tarp machen, dass wir dann auch mit dem Draht, was ich heute gefunden habe in der Früh, dass wir da vielleicht irgendwie eine Halterung, Behälter machen, dass es nicht ganz so einfach ist. Wenn das nicht hinhauen sollte, dann werden wir trotzdem die Plastiktüte nehmen, weil wir, wie gesagt, das Ding auch gewinnen wollen und es stand nirgendwo, dass wir nicht das hernehmen dürfen, also warum das Leben schwer machen. Ich mache mich noch weiter auf der Suche nach einer Birke. In der Hoffnung, dass wir einfach eine finden, die nicht ganz so alt ist wie die bei uns im Lager liegt. Denn, Alter, ich bin so am Schwitzen, das ist unfassbar. Denn die Birke bei uns ist halt sehr vergammelt.
dass die Rinde ist super spröde. Damit kannst du halt kein Gefäß bauen. Das wird nichts. Aber ich weiß zum Beispiel auch nicht, wann oder ab welcher Höhe Birken aufhören zu wachsen. Wann ist der Punkt gekommen? Habe ich den Punkt schon erreicht? Hier? Keine Ahnung. So, wir haben uns jetzt aufgeteilt. Danny geht jetzt noch weiter den Berg hinauf. In der Hoffnung, dass wir irgendetwas finden für unsere Challenge. Wir hoffen natürlich auf eine Birke. Aber wir haben uns eben auch die Frage gestellt, ab welcher Höhe hören die Birken eigentlich auf zu wachsen. Beinahe hat sie sich noch hingelegt. Aber hier musst du echt aufpassen, ne? Steffi, was hast du gefunden? Ich habe Deko, Was? Deko? eine Kunstblume, Ja, geil, auf jeden Fall. dann Stoff. Okay, das ist ein Stirnband oder sowas, glaube ich. Ne? Ja, weil, falls wir das mit der Top-Variante machen, kann man das unten drunter spannen oder binden und dann hat man darüber dann eine Hartschicht. Dann ist das erstmal zur Verdickung. Da habe ich noch was anderes gefunden, aber machen wir weiter. Und hier, das ist so Gummiplastik. Ah ja, okay, Da das kann man ist... Stücke abmachen und dann hat man auch schon mal eine gute Fläche. Ja. Und dann die Risse dann wieder mit Harz. Ah, okay, geil. Ja. Geil, auf jeden Fall. So, soll ich dir zeigen, was ich gefunden habe? Ja, Ich muss gucken, wo ich habe. Da. Ah, da hinten. Genau, da hinten ist. Dann gehen wir mal rüber gucken, oder? ja. So, Steffi, ich habe eine kleine Metalldecke von geil. Nivea. Da können wir sauber machen, für was auch immer. Ja. Irgendwelche Bastelsachen. Senf. Ja, habe ich jetzt einfach nur für schlechte Gewissen einfach mitgenommen, weil es so viel Müll ist. Genauso wie das, einfach Plastik. Ich habe aber halt gedacht, Plastik könntest du theoretisch auch schmelzen. Jetzt mal vom Umweltaspekt mal abgesehen, Ja. kann man es auch erhitzen und damit was kleben. Ne? Die Folie, wie gesagt, die ist noch einigermaßen die ist gut. in Ordnung. Das Sägeblatt habe ich einfach jetzt nochmal, das hatten wir ja gestern schon. Draht. 2 Stücker Draht. Kann ich auch Fallen bauen? Ah, nee, darf ich nicht. Der ist, aber ich dachte, der Draht, der ist geil. Also den kann man bestimmt irgendwo gebrauchen. Ja. Ja, das war so meine Ausbeute. Die Sonne kommt raus. Manu flechtet gerade unsere Challenge. Zeig mal, was du machst. Also der Plan ist, wir machen einen Tennisschläger. Nee, das soll so eine Art Korb sein. Und dann haben wir hier unsere Plane. Die ist tatsächlich recht wasserdicht. Aber recht ist ja... Ja, ich habe jetzt nicht sehen können, ob es minimal raustropft. Aber wenn wir die an den Rändern dann nur befestigen, dann sollte 1 Liter locker reinpassen. Ja. Das ist der Plan. Manus Ich bin zuversichtlich. Werk. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich will, dass wir keine Token abgezogen bekommen. Schon. Oh, wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Haha. Gut, oder? Beim Survivalen macht Übung den Meister, ich sag's euch. Also diese blöde Challenge raubt uns hier die letzten Nerven. Das ist das Ergebnis. Wir versuchen irgendwas zusammenzukleben. Dazu schmelzen wir Harz, aber irgendwie hält das alles nicht und es ist kacke. In der Rinde sind so viele Löcher drin. Das ist schwierig. Vielleicht völlig falscher Ansatz. Vielleicht einfach was einbrennen, aber hätte das zu lange gedauert. Ich bin gespannt, was die anderen Teams machen. Ich finde es schwer, wenn man sowas noch nicht gemacht hat. Jetzt hier bei der Birkenrinde ist halt das Problem, hier sind überall diese kleinen Löcher drin. Da zum Beispiel, da. Es ist dann sowieso nicht dicht. Deswegen versuchen wir viele übereinander zu kleben. Aber ja, klappt nur so mäßig. Es hat halt überall Löcher. Meine Idee war es ja, einfach den Harz hier im Feuer ein bisschen zu verflüssigen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Der ist allerdings so voller Dreck. Also ich glaube, dass es halt aufgrund des Dreckes ist, dass der halt nicht richtig klebt.
Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich weiß halt gerade nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Das frustriert mich ein bisschen. Und so viel Dings haben wir halt auch nicht. Das ist jetzt irgendwie alles, was wir noch an Material haben. Aber wir müssen langsam kreativ werden, weil ich befürchte, es ist schon so 14, 15 Uhr. Das bedeutet, dass bald der Tag vorbei ist. Und bis Sonnenuntergang müssen wir das Ding im Briefkasten abgelegt haben. Ja. Ich hatte gerade noch die Idee, eventuell den hier schon mal so ein Stück bis zum Boden, seht ihr es überhaupt? Also hier schon mal so ein Stück bis zum Boden, bis zur Hälfte einzuschneiden, damit ich schon mal quasi einen Boden habe und dann erst von oben die Hälfte runter zu batonieren. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Was haben wir hier? Eine Zecke. Hinfort mit dir. Genau. Ja, weil dann hätte ich schon mal einen Boden. So mache ich es jetzt erstmal. Ich habe meinen Harzkleber gerade vorbereitet über dem Feuer. Und jetzt klebe ich. Also das ist die Öldose. Darum habe ich eine Plastikfolie gewickelt. Und die hat aber ganz schön viele Löcher. Und die stopfe ich gerade mit meinem wunderschönen Harzkleber. Ich kann den gerade nicht hochheben, weil die Dose so heiß ist. Aber dann streiche ich das hier einfach auf die Löcher und hoffe, dass das dicht ist. Schauen wir mal, ob das hinterher drin bleibt. Das Problem ist aber, meine ganzen Finger sind voller Harz. Und meine Handschuhe auch. Ja, und ich gehe morgen erst wieder ans Wasser. Und unser Trinkwasser kann ich nicht verschwenden dafür. Da wird noch eine klebrige Angelegenheit. Und die werde ich so erstmal nicht mehr sauber kriegen. Ja, hier ist jetzt leider die Kamera abgebrochen. Beziehungsweise ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Der Sascha, es geht schon los, ne? Ich bin ja jetzt am Spalten. Und guckt mal, punktgenau zum Schnitt ist der gerissen, ne? Auf beiden Seiten. Einwandfrei. Oh, und wie gerade. Alter, das kriegst du mit einer Säge nicht besser hin. Jetzt bin ich aber hin und weg. Sollte jetzt aber eigentlich gleich passieren. Nein! Okay, jetzt ist es komplett durch. Der Manu ist eine fucking Maschine, Alter. Der hat hier, kein Witz, das Ding ist echt krass geworden. Der näht hier gerade mit Paracord-Stückchen unseren Bottich. Und das sieht echt krass aus. Also es ist wirklich krass. Und da hat der Manu auf jeden Fall eine Idee gehabt, wo die anderen wahrscheinlich nicht haben werden. Ja. Jetzt hoffe ich nur noch, dass dieses Tarp wasserdicht ist noch, weil wir haben jetzt extra ein Stück rausgenommen, wo keine sichtbaren Löcher hatte. Aber ja, ich hoffe, dass das Ding wasserdicht ist und dass wir die Challenge hier gleich mal mit minimalen Aufwand maximalen Erfolg gewinnen. Das wäre stark. Vormittag die Challenge beendet. Ja, nicht mal. Manche stehen um die Uhrzeit erst auf von euch da draußen. Wir haben hier schon eine halbe Wand und die Challenge. Das heißt, für uns ist heute früher Feierabend. Aber es ist ja was ist denn heute? Samstag. Heute ist Samstag. Samstag, da wird bloß bis Mittag gearbeitet auf der Baustelle. Und Sonntag ist der Tag des Herrn. Frustrierend. Noch nicht mehr in der Lage, so ein blödes Gefäß zu bauen. Schwierig. Das macht dann schon was mit einem. Gestern Abend war das Feuer ja Erfolgserlebnis. Aber jetzt die Challenge nicht hinzukriegen und überhaupt gar keinen Plan zu haben, wie wir es anders machen können, wie wir es besser machen können. Birkenrinde Harz, ja, toll. Klingt so super, aber mach das mal nach.
Macht das mal nach. Challenge für da draußen. Das ist das gefundene Bier, was seit 2022 abgelaufen ist. Wir haben das mal aufgemacht, damit wir eine Flasche mehr haben. Aber das schäumt noch, deswegen riecht auch gar nicht so schlecht. Steffi, gönn dir. Prost. Das schmeckt gut. Okay, ja, hau rein. Prost! Ich habe nicht gedacht, dass ich bei der Challenge Bier trinken werde. 100 Milliliter, 43 Kilokalorien. Besser als nix. Ja. Und wie viel sind drin? 33, also 0,33, ja? Mhm. Ja. Einwandfrei. Wenn ich nachher Durchfall oder Erbrechen habe, na, es liegt am Bier. Ja. Weißt du, wer bricht, der wischt. Nice. Ja, vielleicht schmeckt es auch ein bisschen abgelaufen. Aber ich hätte es schlimmer vermutet tatsächlich. Okay. Also im Zweifelsfall würde ich es nicht trinken, ne? Man merkt die Energie. Bitte? Man merkt die Energie direkt. Echt? Mhm. Okay. Gleich bin ich angetrunken, weil mein Magen so leer ist. Ja, genau. Wenn ich hier gleich nackt ums Feuer tanze. Hi. Wir sind da schon gestern gewesen. Ich glaube, das ist so eine verlassene Futterstelle. Oder, naja, verlassen, eher verkommene Futterstelle für wahrscheinlich Wild. Und nachdem wir unser Shelter weiterbauen wollen, werde ich mir jetzt hier diese Leisten mitnehmen, weil nachdem dieses Ding jetzt hier also wirklich nicht mehr in Benutzung ist, man sieht's, finde ich, ich bin dazu berechtigt, mir Sachen davon zu nehmen. Also folgender Plan ist, wie ihr hier schon seht, die Wand wird jetzt hier aufgemacht und jetzt zugebaut. Also nicht mehr hier so wie da drüben, sondern jetzt offen und quasi hier jetzt eine Wand reingebaut. Ja, so ist es. Ja, hier auch reinkriegt. Oder? Das ist die Geschichte von Emanuela. Tari, tara. So sieht das ganze Ding aus. Ne? Jetzt ist es zu. Der Boden ist drauf. Hier kommt teilweise das Harz schön raus. Ne? Auf der anderen Seite leider nicht. Ich schätze, da ist einfach der Schnitt nicht ganz gerade. Aber da zimmern wir jetzt auch noch ein bisschen Harz rein, dass das halt richtig hält. Ne? Während Nadine gerade noch am Kleistern ist, fange ich jetzt schon mal mit dem Essen an. Wir wechseln uns dann gleich ab. Und dann kleister ich weiter und Nadine kann ein bisschen was essen. Bon Appetit! Noch heiß? Sehr gut. Muy bien. Ich lasse es mir jetzt erstmal gut gehen und Nadine darf mir beim Essen zugucken. Diese Challenge. Killt mich. Uns. Killt uns. Guck dir meine Hände an. Da. Alles voller Harz.
schnell außer Puste. Steffi baut gerade hinten unser Tarp noch um. Ja, und ich muss mal kurz Pause machen. Also ich merke, gerade wenn ich da rumlaufe oder sowas, ist mir sehr schnell schwindelig. Aber wir haben auch den Fehler gemacht und haben heute Mittag nichts gegessen. Haben uns nichts gekocht und so. Nur so ein paar Blätter und sowas. Aber das bringt ja auch nichts. Ja, ich glaube, es ist was als nächstes ansteht. Essen machen. Ich weiß nicht, ob er mich versteht, weil der Bach so laut ist, aber ich gehe jetzt an die Dichtheitsprüfung unserer Gefäße. So, an den Seiten ist eigentlich alles dicht. Das Wasser bleibt drin. Nur unten drunter, das ist aufgeklebt. Da tropft es ein bisschen. Das ist aber nicht so schlimm. Wir haben noch Harz ohne Ende. Da machen wir gleich noch eine kleine Schicht drauf. Und dann sollte das gute Ding dicht sein. Ich glaube, das war dumm. Jetzt habe ich verloren. Ups. Ja, jetzt habe ich verloren. Also ich wüsste es. Ja. Jetzt hast du verloren. Nee, du hast verloren. Von da und da. Ja, genau. Du hättest ihn da auch hinmachen können, dann hättest du da und da. Fuck, ich habe verloren. Ja! Scheiße. Ich Vollidiot. Aber das Gute ist, in Team Bayern gibt es keine Verlierer. Nee. Ja, Abgabetermin für die Wasserflasche. Oder die mal eine sein möchte. Oh, 13% Öko noch. Da kommt sie, die Wasserflasche. Wir haben es nicht mehr getestet. Ja. Dann dürfen Sie die reinlegen. Passt die überhaupt rein? Nee, dann legen wir sie hier vor. Ey Leute, richtig gut geworden. Guckt euch das Herz an. Mega gut. Steffi, Faust drauf. Bäh. Mega. So, wir sind jetzt hier am Briefkasten von Camp 2 angekommen. Die Challenge von heute war, stelle einen Wasserbehälter her, der mindestens 1 Liter Fassungsvermögen hat und das über Nacht halten kann. Jetzt schaut euch das mal an. Das finde ich ja schon echt ziemlich fett. Richtig gut, was die gemacht haben. Hier wurde ein Tarp. Ein Stück von dem Tarp geopfert und noch eine Plastikfolie und einen schönen
Rahmen gebaut. Eigentlich geil, oder? Ich gehe mal zur Seite. Hält. Ja, und weil halt einfach diese Baumarktplane schon entsprechend alt war und wahrscheinlich dann wahrscheinlich auch nicht mehr richtig dicht, haben sie halt nochmal irgendeine andere Folie mit reingezogen, die sie halt auch irgendwo gefunden haben. Also 1 Liter ist drin. Dadurch, dass es diese, ja, im Moment ist es tatsächlich eher so eine Hängemattenform. Dadurch, dass es so eine Hängemattenform hat, drückt es schön richtig rein. Es ist wie so ein Wassersack eigentlich da drin. Also ich finde es geil. So, bin nicht ganz sicher, ob Sie die Aufgabe verstanden haben. Also erstmal positiv, Sie haben Birke gefunden. Okay, also zunächst mal, Birkenrinde ist ein sehr gutes Material, um irgendwelche Behälter herzustellen. Auch wasserdichte. Funktioniert sehr gut. Also im Ansatz gut. Im Ansatz gut, der Gedanke war gut. Ich denke, Sie haben es schon mal irgendwo gesehen, irgendwo gehört. Von dem her... Wir würzen das, also eigentlich würde man das kleben, ne? Mit den Birken. Ja, auf jeden Fall. Ja, man sieht hier auch diese Längsstreifen hier. Das ist immer, die wachsen immer quer zur Wuchsrichtung. Das heißt, ich hätte es eher so rumgewölbt. Ja. Weil das ist die natürliche Wölbung oder der natürliche Wuchs. Ja, oder die natürliche Biegung der Rinde. Und die haben es jetzt gegen die natürliche. Deswegen ist es hier auch schon, hat's hier auch schon Längsrisse, genau. Ich halte es mal in die Kamera. Hat es hier auch schon so Längsrisse. Ja, das. Aber ja, ich meine, wenn man das noch nie gemacht hat, einen wasserdichten Behälter herstellen, das ist hart. Das ist super tricky, ja. Also wir haben hier 1 Liter Wasser. Und der muss da drin stehen. Ja, für die ganze Nacht. Die Für ganze eine Nacht Nacht. durch. Ja, okay. Also wenn Sie einen Filter bauen wollten, hat funktioniert, ja. Aber nur ein Grobsfilter. Also man kann hier nur ein bisschen Sediment rausfiltern. Sie sollten aber eigentlich einen Behälter bauen. Also wenn es ein Filter gewesen wäre, was fehlt dann? Kohle. Kohle und Sand, definitiv. Also, ja, das ist gut. Boah. Yes. Was ist das denn? Geil. Cool. Schau mal hier, ein Herzchen drauf. Ja, süß. Ja, schön geklebt mit Harz. Sogar trocken. Ja. Komm her mit Kamera. Ihr seht uns begeistert bis sprachlos. Das hier unten. So, Achtung. Es ist ein Liter. Ah, ja, 200 Milliliter fehlen. 200. Ja, 800 Milliliter fast. Aber es scheint auf jeden Fall dicht zu sein. Oh. Die Aufgabe war dicht Dicht. und 1 Liter. 1 Volumen. Liter. Wir haben nichts gesagt von nur natürliche Materialien oder super gecraftet oder sowas. Es sind die Regeln, wir müssen uns dran halten. Also, Ja. Aber das ist so geil gemacht. Ich Ja. würde es Ihnen hier lassen, voll mit Wasser. das machen wir. Oder? Das machen wir. Weil Sie es so gut gemacht haben. Okay. Okay, ja. Das haben Sie sich verdient. Oh. Ja, ich trinke noch einen Schluck draus. Nein, nein. Ich krieg meine Hand nicht mehr ab. Achso, echt? Meine Hand klebt fest. Ja, eklig. Es geht ordentlich auf die Beine.